Diese Woche habe ich einen Vortrag zu alternativen Forschungsmetriken gehalten, den ich hier zusammenfasse. Die Folien zum Vortrag sind unten verlinkt. Schauen wir uns kurz den Ablauf einer wissenschaftlichen Publikation an. Ich verfasse ein Manuskript, auch als Preprint bekannt, und reiche das bei einem Journal ein. Der Editor, die Editorin, sendet das Manuskript dann weiter zu Reviewern. Diese senden ihre Rückmeldung zurück an den Editor, der mir dann schreibt, ob mein Manuskript angenommen wurde oder abgelehnt wurde oder ob ich es revidieren muss. Früher oder später wird dieses Manuskript hoffentlich vom Journal akzeptiert. Dieses akzeptierte Manuskript nennt man auch Postprint. Der Verlag wandelt das dann um in ein PDF, das Verlags-PDF. Je nachdem, ob ich Open Access oder in einem Subskriptionsjournal publiziere, kann ich die eine oder andere Version auf unserem universitätseigenen Repositorium hinterlegen. Neuerdings kann ich auch mein Manuskript vor dem Review-Prozess auf einem Preprint-Server ablegen. Da es nicht peer-reviewed ist, gilt es als graue Literatur. Nun geht es darum, wie ich meinen Forschungsoutput oder meinen Forschungsimpact messen kann. Häufige traditionelle Metriken sind die Anzahl Artikel mit Peer-Review. Es gibt Forschungsgruppen, bei denen stehen 20, 30 oder 100 Leute auf jedem Artikel. Da spielt es dann manchmal eine Rolle, bin ich Erst- oder Letztautorin oder Corresponding Author. Habe ich dann mehrere Artikel publiziert, die auch schon von anderen zitiert wurden, kann ich einen H-Index berechnen. Dazu reihe ich meine Publikationen auf, in absteigender Reihenfolge nach Anzahl Zitierungen. Dort, wo sich Anzahl Zitierungen und Anzahl Artikel schneiden, an diesem Ort befindet sich mein H-Index. Auf Artikelebene ging es bisher darum, wie häufig ein Artikel zitiert wurde. Und auf Journal-Ebene ging es um den Journal Impact Factor. Nun lassen sich verschiedene Fachgebiete aber schlecht vergleichen, aufgrund der Größe der Fachgebiete und der Publikationshäufigkeit. Auch ist das Peer Review nicht mehr wirklich ein Qualitätskriterium, da die meisten Artikel irgendwann angenommen und publiziert werden. Es dauert unter Umständen Jahre, bis eine Publikation zitiert wird und noch länger, bis sich das im H-Index zeigt. Das ist gerade für jüngere Forschende ein Problem. Mit den bisherigen Metriken wird auch die Bedeutung einer Publikation außerhalb des wissenschaftlichen Kreises nicht erfasst. Auch der Umgang mit Forschungsergebnissen hat sich in den letzten Jahren verändert. Es wartet niemand mehr darauf, dass ein Artikel gedruckt erscheint, sondern Forschende teilen sofort online mit, wenn ein Artikel erschienen ist. Neu werden auch Datensätze, Codes, Preprints und Konferenzbeiträge geteilt. Man kann auch selbst im Internet publizieren, zum Beispiel in einem Blog oder auf Twitter. Wobei man auf Twitter eher Informationen teilt und keine wirklichen Inhalte erstellt. In Anbetracht dieser Entwicklungen benötigt man nun neue Metriken, die schnell sind, das heißt die Daten innerhalb Tagen oder Wochen liefern und eben diese Online-Aktivitäten messen. Was braucht es nun, damit etwas gezählt wird? Als erstes einen Output wie einen Artikel oder einen Datensatz. Als zweites einen Identifikator, also einen Digital Object Identifier, DOI, oder eine PubMed-ID oder zum Beispiel eine ISBN. Und schließlich braucht es eine Erwähnung in einer Quelle, die auch getrackt wird. Wir sehen hier das Produkt Altmetric und welche Datenquellen hier getrackt werden. Also zum Beispiel Policy Documents, News, Blogs, Twitter oder Wikipedia-Einträge. Diese werden dann in diesem farbigen Donut dargestellt und gleichzeitig wird ein Altmetrics Attention Score berechnet. Konkret sieht das so aus, dass ich zum Beispiel auf PubMed einen Artikel suche, mir das Abstract anzeigen lasse und dann auf das Bookmarklet Altmetric It klicke. Dann wird mir der Donut angezeigt und auch der Attention Score. Interessant ist es, sich nicht nur die Zahlen anzuschauen, also zum Beispiel wie häufig ein Artikel getweetet wurde, sondern auch von wem und in welchem Zusammenhang. Ein zweites ähnliches Produkt ist PlumX Metrics. Dieses ist auf Scopus und anderen Elsevier-Produkten einsehbar. Hier werden Zitationen, Usage, Captures zum Beispiel als Bookmark, Mentions in Form von Blogartikeln oder Social-Media-Aktivität gezählt. Bei der Interpretation dieser Werte muss man aber vorsichtig sein. Auch hier führen die Unterschiede zwischen den Forschungsgebieten dazu, dass sich die alternativen Metriken nicht einfach vergleichen lassen. Dieses Problem kann man umgehen, indem man die Werte normalisiert oder Perzentilen verwendet. Der Vergleich zwischen Publikationsjahren ist ebenfalls schwierig. Ältere Artikel werden häufiger zitiert und neuere werden häufiger getweetet. Früher hat man seine eigene Forschung beworben, indem man an Kongresse gereist ist und dort einen Vortrag gehalten hat oder ein Poster präsentiert. Heute geschieht viel mehr davon im Internet. Mögliche Formate sind hier Blogs, Videos oder Podcasts. Wem das zu viel Aufwand ist,
kann sich auch überlegen, bei jemand anderem Gastbeiträge zu verfassen. Vielleicht bietet die eigene Forschungsorganisation eine Möglichkeit. Bei der Auswahl der Social-Media-Plattformen würde ich darauf achten, wo sich die eigene Forschungscommunity bewegt und erstmal dort anfangen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, lohnt sich der Aufwand? In dieser Studie wurden Publikationen in 2 Gruppen randomisiert. Die eine Gruppe wurde von einem Journal-Netzwerk betweetet, die andere Gruppe nicht. Das Ergebnis dieser Studie war, dass Publikationen, die betweetet wurden, auch häufiger zitiert wurden. Hier muss man allerdings sagen, dass die Tweets eben von einem Journal-Netzwerk abgesetzt wurden, welches eine relativ große Reichweite hatte und auch andere Wissenschaftler erreichte. Nun seid ihr dran. Einen Twitter-Account erstellen, wenn ihr noch keinen habt, euch mit der eigenen Forschungscommunity vernetzen und eure Forschung bewerben. Viel Erfolg und bis zum nächsten Video.